Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Das heutige Motiv kommt ganz frisch aus Samos von einer meiner letzten Malreisen. Ich war dort mit einer Gruppe wundervoller Frauen, wir hatten eine sehr schöne Zeit und ich zeige euch jetzt ein paar Bilder von der Reise und danach male ich eins der Motive, die wir in dieser Malwoche dort vor Ort gemalt haben, hier auf diesem Kanal für euch. Wir starten nun mit einigen Impressionen dieser einwöchigen Malreise nach Samos und ich zeige euch ein paar von unseren Malplätzen. Hier ein Blick in den Garten unserer Unterkunft. Bei traumhaftem Sonnenwetter haben wir auch oft im Garten gemalt. Ein Kochkurs bei unserer griechischen Wirtin gehörte mit zum Programm. Hier seht ihr die Vorbereitung zu der wirklich leckeren Moussaka. In dem kleinen Fischerhafen, in dem auch das heutige Motiv entstanden ist, fanden wir dieses typische griechische Motiv. Und hier sind wir am Potami-Strand bei ziemlich stürmischem Wetter und eindrucksvollen Wellen. Dieses besonders schöne Motiv mit den großen Felsbrocken am Ufer wird eins der Projekte sein, die ich in einem Livestream mit den engagierten Unterstützern demnächst malen werde. Hier sind wir nun wieder in dem kleinen Fischerhafen und wir haben die malerischen Boote am Ufer entdeckt. Dieses Motiv habe ich euch für heute mitgebracht. Wir schauen jetzt direkt in mein Skizzenbuch und ich zeige euch noch einmal die schöne malerische Ausbeute dieser Reise nach Samos. Hier seht ihr auch das heutige Motiv und jetzt geht es los. Die heute verwendeten Materialien sind Veridian Grün, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Celinblau, Kobalttürkis Light, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Jaune Brillant Titanweiß von Schminke, Lichter Ocker, Painsgrau bläulich von Winsor Newton, Lavender von Mielo und Kobaltblau von Winsor Newton. Ich arbeite auf Arschpapier 300 Gramm, die Größe ist etwa DIN A4 und die verwendeten Pinsel sind der Kunststoffpinsel zum Auswaschen, mein eigener Aquarell-Rotmarderpinsel Größe 10 und ein Eichhörnchenpinsel zum Anfeuchten des Papiers. Rechts daneben liegt noch die kleine Sprühflasche, die ich im Bild auch einige Male verwende. Das Referenzfoto und die Skizze zum heutigen Motiv bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet. Mein Referenzfoto habe ich für das Bild etwas verändert. Die beiden Boote rutschen ein wenig näher zusammen, damit die Lücke in der Mitte nicht zu groß wird. Und ich werde eine deutlichere Licht- und Schattensituation kreieren. Das Licht kommt von links und die Schatten bewegen sich dann etwas weiter nach rechts. Ich feuchte zunächst den Himmel bis zur Horizontlinie mit klarem Wasser an. Mit stark verdünntem lichten Ocker setze ich leicht schräg einige Pinselspuren in die Himmelsfläche und mit Kobaltblau und später etwas Ultramarinblau arbeite ich das Himmelsblau dagegen. Gelegentlich lasse ich auch etwas Papierweiß stehen und ich achte darauf, dass im oberen Bereich der Himmel etwas kräftiger blau ist und zum Horizont etwas blasser wird. Nachdem dieser Farbauftrag getrocknet ist, geht es mit den Bergen weiter. Ich mische mir Kobaltblau, Alizarin Karmesin und etwas Neutraltinte und male die Formen mit relativ viel Wasser. Die Berge sind sehr weit entfernt, auf dem Referenzfoto verschwinden sie sogar teilweise im Dunst. Also male ich sie sehr bläulich und sehr hell.
Einige Spritzer mit der kleinen Sprühflasche brechen den Farbauftrag noch einmal auf und sorgen für eine interessante Struktur in dieser Fläche. Mit Kobalt-Türkis Light und etwas Paintsgrau-bläulich und dem Rest meiner Blaumischung male ich einen dunkleren Berg weiter im Vordergrund. Ich setze ihn in die noch relativ feuchte Fläche hinein, damit die Ränder ganz weich verlaufen. Auch hier föhne ich jetzt einmal trocken und dann kann es schon mit dem Wasser weitergehen. Ultramarinblau, Kobalt-Türkis Light, Viridiangrün und etwas Neutraltinte ergeben den Farbton, den wir auf Samos so häufig gesehen haben. Etwas lichter Ocker mische ich stellenweise in die Farbe, so wärmt sich der kühle Grünton des Wassers etwas an. Nach vorne kommt wieder etwas mehr Blau in die Mischung und so changiert die Meeresfarbe in den verschiedensten Grün- und Blautönen. Mit lichter Ocker und etwas mehr Wasser im Pinsel male ich den Strand. In diese Fläche setze ich etwas cremiger eine Mischung mit Sienna gebrannt und Ocker und auch den verwendeten Blautönen hinein. Mit ein paar kleineren Pinselspuren mit dunkler Farbe setze ich Strukturen und auch einige Wasserspritzer mit dem Kunststoffpinsel sorgen für einen lebhaften Vordergrund. So, das Bild muss jetzt einmal durchtrocknen und ich möchte euch darauf hinweisen, dass es auch für dieses Bild wieder eine Versteigerung via eBay gibt. Vom 27. bis zum 30. Mai 2023 läuft die Auktion und ihr könnt mitbieten, um dieses Original-Aquarell dort dann zu ersteigern. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich jetzt recht kräftig den entfernten Steg. Hierbei spare ich die Oberkante der beiden hinten liegenden Boote aus. Mit Kobaltblau und Ultramarinblau geht es weiter mit den blauen Flächen am Bootsrumpf. Das Fenster male ich mit Ultramarinblau und Neutraltinte und gebe auch ein paar Tropfen Wasser in die Fläche, damit das Fensterglas nicht zu dunkel wird. Auch im kleinen Boot male ich jetzt die blauen Flächen mit der gleichen Farbmischung. Für die Unterseite des großen Bootes mische ich Cadmio Orange, Alizarin Karmesin, etwas Blau
und trage die Farbe ziemlich cremig und mit genügend Wasser auf, damit sich die Pigmente nicht zu sehr auf der Palette, sondern eher auf dem Papier gut vermischen. Sienna gebrannt und Ultramarinblau dunkeln die Mischung ab. Wichtig ist mir hier wirklich, dass eine lebhafte Mischung der Pigmente auf dem Papier entsteht. Wenn dir dieser Film gefallen hat und du kein Aquarellvideo verpassen willst, kannst du diesen Kanal abonnieren. Wenn du auf die graue Glocke unter dem Video drückst, wirst du informiert, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Den Schatten des Bootes möchte ich gleich in die feuchte Farbe einfügen. Deshalb setze ich Ultramarinblau, Alizarin-Karmesin und ein wenig Sienna gebrannt in die schattigen Bereiche unter dem Boot. Einige helle Stellen bleiben dabei stehen, sie deuten Gegenstände an, die vor dem Boot noch in der Sonne liegen. Wir sehen hier gut, wie der Bootsrumpf mit dem Schatten fast verschmilzt. Das gefällt mir sehr gut und ich muss an dieser Stelle auch nicht so exakt arbeiten. Im kleinen Boot fehlt noch die rote Kante und das dunkle Innenleben. Ich male es jetzt mit einigen wenigen Strichen. Die Boote müssen jetzt komplett trocken sein, bevor ich mit meiner Schattenmischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin großzügig die Schattenfarbe auftrage. Diese dunklen Schatten über 2/3 des Bootsrumpfes werden den Rest des Bootes richtig zum Leuchten bringen. Es ist hier wichtig, dass der Schatten dunkel genug ist und am schönsten sieht er aus, wenn er gleich beim ersten Farbauftrag gelingt. Ich variiere hier die Schattenfarbe gelegentlich in der Farbtemperatur, nehme also manchmal mehr Blau und manchmal mehr Brauntöne mit hinein. Auch die Bootskabine liegt stellenweise im Schatten und sie bekommt auch dementsprechend eine Lasur. Beim kleineren Boot liegt auch die rechte Seite im Schatten. Ich arbeite hier mit der Violettmischung und sehr viel Wasser im Pinsel. Den Schatten unter dem Boot füge ich mit der gleichen Farbmischung sofort an. Nun möchte ich die kleine Figur des Fischers im großen Boot malen. Ich wasche zunächst mit dem Kunststoffpinsel die Fläche aus und arbeite dann wie folgt an der Figur. Kopf und Arm male ich mit Cadmiumrot, für das Hemd verwende ich lichter Ocker und mit Sienna gebrannt deute ich noch eine Latzhose an. Auf die Oberseite des Ärmels setze ich einen Klecks Jaune Brillant, so erscheint er etwas heller. Mit Sienna gebrannt und Ultramarin bekommt er noch eine Fischermütze. Die beiden Leitern am Boot wasche ich mit dem Auswaschpinsel aus und werde sie später dann noch mit Violetttönen abschattieren. Einige helle Formen gibt es hier auch rechts neben dem kleinen Boot und auch bei den Fischerbooten im Mittelgrund muss ich noch ein wenig Papierweiß freilegen.
Mit Cadmiumrot direkt aus der Tube und einem trockenen Pinselstrich setze ich die Verzierungen auf die Boote und auch die Latzhose des Fischers bekommt jetzt doch eine rote Farbe. Eine kleine Spiegelung setze ich mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte unter die beiden kleineren Boote am hinteren Steg. Auch sie bekommen eine kleine Verzierung mit einem zarten Strich Cadmiumrot bzw. Kobaltblau. Mit zügigen, dünnen Pinselstrichen setze ich die Antennen aufs Fischerboot und füge einige dunkle Formen ins Bild ein, wo sie mir gerade sinnvoll erscheinen. Die Taue an den Booten gab es in der Realität nicht, aber für mich funktionieren sie als schöne, elegante Formen, die die Elemente des Bildes auch miteinander gut verbinden. Mit Titanweiß bringe ich noch etwas Glanz auf den Bootsrumpf, auf das Dach und auf die kleine Figur. Ganz zum Schluss kommen auf die Wasserfläche noch die glänzenden Sonnenpunkte. Auch sie sind so typisch für das besonders gleißende Licht auf der griechischen Insel Samos. Ich hoffe, mein kleines Motiv hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer hier auf dem Kanal über einen Kommentar, über ein Like, einen Daumen nach oben oder aber auch über ein Abonnement, falls ihr nicht den Kanal schon ohnehin abonniert habt. In 14 Tagen kommt hier wieder ein neues Video. Ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.